Das, was jeder Mensch braucht, ist Urvertrauen. Urvertrauen ist das Vertrauen, geliebt zu werden, egal was man tut, unabhängig von Haltung, Erwartung von irgendwelchen anderen Menschen. Es ist das Vertrauen, das uns nur unsere Eltern geben können und das sich, das muss man wissen, nur in den ersten Lebensmomenten, Lebensmonaten entwickelt. Damit diese erste Phase, in der die Bindung zu unseren Eltern und das damit verbundene Urvertrauen entsteht, gelungen verläuft, muss jede Mutter, jeder Vater auf die Bedürfnisse seines Babys eingehen. Nur wenn wir auf die Bedürfnisse eingehen, können wir unser Baby verstehen, unsere Kinder verstehen, was sie brauchen. Denn wenn wir genau hinsehen, und das ist leider das, worauf Mütter während der Schwangerschaft nicht vorbereitet werden und Väter auch nicht. Wir müssen genau hinsehen, wir müssen schauen. Unsere Babys sagen uns durch ihr Weinen, durch ihre Körperhaltung genau, was sie möchten. Und das ist in den ersten Monaten getragen werden, gestillt zu werden, rund um die Uhr mit seiner Mutter, seinem Vater zusammen zu sein. Deswegen ist es von existenzieller Bedeutung, dass unser Baby 24 Stunden rund um die Uhr bei uns ist. Denn nur dadurch entwickelt sich Bindung. Bindung entsteht durch Körperkontakt. Körperkontakt wiederum schüttet Oxytocin aus und Oxytocin ist einfach das Bindungshormon. Es sorgt dafür, dass wir uns alle lieben, bei jedem von uns, auch unter Erwachsenen. Oxytocin spielt eine existenzielle Rolle bei der Bindung. Und so ist es halt, dass Babys, die nicht genügend Körperkontakt haben, die nicht gestillt werden, dass diese Babys tatsächlich, das ist unumstritten, mehr weinen als Babys, die gestillt werden und getragen werden. Deswegen muss man sich eigentlich vor Augen halten, dass wir nie etwas anderes getan haben, als unsere Babys zu tragen. Wie hätten wir sonst überlebt? Wir hätten nicht überlebt, hätten wir nicht unsere Babys getragen. Es gab weder Kinderwagen noch irgendwelche anderen Vorrichtungen. Das gab es erst viel später, aber seit Anbeginn der Menschheit sind wir Nomaden. Wir sind durch Steppe, durch Wald, über Berge sind wir gezogen, um einfach Nahrung zu finden, eine Behausung zu finden für unsere Familien. Und wir haben es letztendlich dem Tragen unserer Babys zu verdanken, dass wir hier sind. Wir hätten niemals diese weiten Wege auf uns nehmen können. Wir mussten unser Baby bei uns tragen. Unser Baby ist geleitet von seinen Instinkten. Diese Instinkte haben sich der modernen Zeit nicht angepasst. Viele wundern sich, warum weint das Baby, wenn ich es hinlege? Ganz allein in sein Bettchen. Wieso gewöhnt es sich nicht daran, einfach einzuschlafen? Nun ja, wie soll es sich daran gewöhnen, wenn sein Instinkt ihm sagt, dass seine Familie vielleicht weitergezogen ist und es vergessen hat? Wenn man sich das vor Augen hält, dass sein Baby einfach instinktiv handelt und völlig auf seine Instinkte angewiesen ist, das ist ein kleines Steinzeitbaby, dann verstehen wir eigentlich, wo die ganzen Probleme, mit denen man konfrontiert ist, von Eltern, die gerade ein Baby bekommen haben, herkommen. Warum weinen Babys so viel? Sie wollen Körperkontakt. Sie wollen hochgenommen werden. Sie wollen bei der Mutter schlafen. Sie wollen bei dem Vater schlafen. Sie wollen gestillt werden. Rund um die Uhr Körperkontakt. Und das dürfen wir ihnen auf keinen Fall verwehren. Niemals. Denn diese erste Phase im Leben ist entscheidend und sie entscheidet darüber, über welche sozialen Kompetenzen wir später verfügen. Denn wenn uns unsere Mutter, unser Vater, natürlich unwissentlich heutzutage, die Nähe entziehen, hat das katastrophale Folgen für unsere persönliche Entwicklung.
Wir können uns nur entwickeln, nur sicher entwickeln. Wir können dieses Urvertrauen nur haben, wenn wir als Basis unsere Eltern haben. Unsere Eltern sind unser Leben lang die Basis, zu der wir zurückkehren können. Und wenn diese Basis nicht stimmt, wie können wir frei und selbstbestimmt in ein Leben starten und geistig und körperlich frei sein? Das ist einfach nicht möglich. Viele Mütter berichten mir davon, sie hätten Angst. Sie hätten Angst, ihrem Baby weh zu tun, wenn sie es fest in ein Tuch einwickeln, denn das muss wirklich fest sitzen, damit ein Baby optimal gestützt ist, weil einfach das Baby ist so klein und winzig. Und sie haben Angst, dieses kleine winzige Baby dadurch in irgendeiner Weise zu verletzen. Dafür gibt es keinen Grund. Es ist einfach körperlich für das Baby das Gesündeste. Kommen wir erstmal zum körperlichen Aspekt. Es ist das Gesündeste, getragen zu werden. Die Wirbelsäule hat zwischen jedem einzelnen Wirbel Bandscheiben und diese Bandscheiben funktionieren nur, wenn unsere Wirbelsäule aufrecht ist. Wenn unsere Wirbelsäule im Kinderwagen so liegt, wie sollen diese Bandscheiben ihre Funktion aufnehmen? Das ist einfach nicht möglich. Deswegen selbst der bestgefedertste Kinderwagen kommt nicht dagegen an, aufrecht in einem Tragetuch getragen zu werden. Und wir können heutzutage noch nicht abschätzen, was Kinderwagen, es gibt Kinderwagen ja tatsächlich erst seit ungefähr 1840. Und wir können ja heutzutage noch gar nicht abschätzen, was das für Folgen für unsere Wirbelsäule, für unsere Entwicklung hat. Deswegen sollten wir einfach uns wieder auf die Natürlichkeit besinnen und unsere Babys alle tragen. Es ist doch das Beste für die Hüfte. Die Hüfte weist noch knorpelige Strukturen auf und diese müssen erst verknöchern. Diese können nur verknöchern, wenn das Baby gewissen Reizen ausgeliefert ist. Im Kinderwagen, womöglich noch mit Decke drauf oder im Kinderbettchen, ständig mit Decke drauf, kann das Baby nicht mehr seine natürliche Haltung einnehmen. Und es gibt einfach nur die natürliche Haltung eines Babys ist, es hat einen gerundeten Rücken, angewinkelte, gespreizte Beine. Und diese Haltung, genau diese Haltung, die ein Baby einnimmt, wenn wir es hochheben, das wird sogar direkt nach der Geburt getestet, ob das Baby diesen Reflex hat. Genau diese Haltung müssen wir unterstützen. Auf jeden Fall das erste Lebensjahr. Denn das erste Lebensjahr ist das entscheidende Lebensjahr dafür, wie sich unsere Wirbelsäule entwickelt. Die Wirbelsäulenentwicklung verläuft in 4 Phasen. Es startet mit dem Halswirbel und endet im Lendenwirbel. Das sehen wir daran, als erstes kann unser Baby das Köpfchen halten, dann gewinnt es langsam an oberer Brustwirbelkontrolle und kann letztendlich sitzen. Und zum Schluss, die Wirbelsäulenentwicklung endet damit, dass wir laufen können, dass unsere Kinder laufen können. Dann ist die Wirbelsäule komplett gestreckt. Aber diese ganze Entwicklung, die unsere Wirbelsäule durchmacht, die muss gesund verlaufen. Deswegen hilft es einfach nur, wenn wir unser Baby ständig tragen. Und das gelingt am besten im Tragetuch oder einer Tragehilfe. Also diese Angst von Frauen, dass sie ihrem Baby irgendwie wehtun können, die ist einfach nicht berechtigt. Das ist natürlich nicht leicht immer zu verstehen, weil Babys ja wirklich sehr klein sind, aber es ist wirklich unumstritten. Und auch für die Mutter. Oftmals hört man, Mensch, ist das nicht anstrengend für deinen Rücken? Nein, gerade wenn man sein Baby von Anfang an trägt. Die Rückenmuskulatur, die Tiefenrückenmuskulatur der Frau wird einfach, die steigt mit dem Gewicht des Babys. Also je schwerer unser Baby wird, merken wir gar nicht. Im Tuch ist es fest gebunden. Deswegen ist es auch für Frauen natürlich von Vorteil, denn durch die Schwangerschaft gerät natürlich auch die eigene Haltung, durch den riesigen Bauch gerät natürlich etwas durcheinander. Und gerade das Tragen ist das Optimalste, um sich wieder in Form zu bringen, es beugt Rückenschmerzen vor, die oftmals entstehen, wenn man sein Baby stillt, oder wenn man sein Baby normal auf dem Arm trägt, ohne ein Tragetuch. Es ist viel anstrengender. Deswegen sollte man sein Baby in ein Tuch binden. Die Aufgaben einer Trageberaterin liegen darin, den Frauen in allererster Linie ihr Selbstvertrauen in ihre Instinkte zu geben. Zu sagen, es ist okay, so wie du es instinktiv machen willst, ist es okay. Hör nicht auf die anderen. Sei einfach du selbst und spüre, was das Baby möchte, spüre, was du möchtest und gib dem Ganzen nach.
Es ist völlig normal, dass im ersten Lebensjahr Kinder in der Nacht aufweinen. Kinder, Babys man hört ja auch oft, Babys sollen alle 2 Stunden gestillt werden. Das ist absoluter Quatsch. Am Anfang, es ist normal, dass egal wann das Baby weint, wenn es etwas möchte. Und man muss darauf eingehen, weint das Baby, möchte es hochgenommen werden, möchte es gestillt werden. Es ist egal wann, das Baby entscheidet darüber, nicht wir. Wir sind einfach nur dazu da, dem Baby die Sicherheit zu geben, nach der es verlangt. Wir sind ihm diese Bindung einfach schuldig. Und in allererster Linie schafft eine Trageberaterin Vertrauen auf jeden Fall in die eigenen Instinkte, daran zu glauben, dass die Natur alles richtig gemacht hat. Und sie stärkt das Selbstbewusstsein der Frau dadurch enorm. Also jede Frau, die vielleicht vorher gar nichts mit Tragetüchern, Tragehilfen zu tun hatte, die es sogar gar nicht kannte, berichten darüber, wie sehr sich ihr Leben verändert hat. Sie berichten darüber, dass ihre Babys tatsächlich weniger weinen, dass sie selber auf einmal über ungeahnte Kräfte verfügen. Einfach, sie haben die Arme frei, sie haben den Kopf frei. Sie müssen nicht denken, oh mein Gott, muss ich mein Baby jetzt wieder nach irgendwelchen Plänen stillen? Muss ich mein Baby jetzt irgendwelche Schlafprogramme antun? Nein, das Baby schläft unabhängig davon, was wir machen. Ist das Baby müde? Schläft es, auch im Tragetuch. Also die Babys schlafen viel, viel mehr. Die schlafen den ganzen Tag an einem. Und man selber hat so einfach viel mehr Zeit, auch zu sich selber zurückzufinden, denn auch das ist ja wichtig. Egal, ob wir Eltern sind oder nicht, es ist wichtig, auch dass wir eine gesunde Selbsthaltung haben. Und sind wir am Anfang nur für das Kind da und haben Probleme, weil wir nicht wissen, wann soll es schlafen, wie sollen wir es stillen, dann entsteht bei uns im Kopf auch Chaos. Und dieses Chaos vermeidet man, indem man trägt. Frauen berichten, wie gesagt, über eine Entspanntheit, die sie sogar, oftmals fällt es sehr bei Frauen auf, die ihr zweites Kind tragen. Die sagen, alles ist völlig anders, ich bin viel entspannter. Wieso bin ich entspannter? Es liegt einfach daran, dass sich Babys so am wohlsten fühlen. Und wenn sich das Baby wohlfühlt, fühlen sich alle wohl. Und das sorgt letzten Endes dafür, dass die Bindung wächst und wächst. Und dass unsere Babys und unsere Kinder und die späteren Menschen, wir alle waren Babys, dass sich diese Babys gesund, geistig sowie körperlich entwickeln können. Und eine Trageberaterin verfügt über ein großes Equipment, das bringt sie mit und gemeinsam mit der Mutter, mit dem Vater oder auch mit anderen tragenden Angehörigen, Oma, Opa, gemeinsam entscheiden sie, welches die richtige Möglichkeit ist, sein Baby wirklich ergonomisch zu tragen, so dass es für das Baby bequem ist, für die Mutter bequem ist. Und in 100% der Fällen finden Trageberaterinnen eine optimale Lösung und können so Eltern und Kinder glücklich machen.